Google hat vor kurzem die Pixel Watch 5 vorgestellt und auf den ersten Blick könnte man sie problemlos mit der Pixel Watch 4 verwechseln. Gehäuse, Größen, Display, Sensoren und selbst die offizielle Akkulaufzeit bleiben fast unverändert. Aber der erste Eindruck kann täuschen. Google verbessert vor allem das Innenleben. Mehr Leistung, mehr Arbeitsspeicher, doppelt so viel interner Speicher und eine intelligentere GPS-Auswertung. Dazu kommen neue Softwarefunktionen rund um Gesundheit und KI, die aber nur zum Teil auf die neue 5er-Generation beschränkt sind. Deshalb klären wir in diesem Video 2 Fragen. Lohnt sich der Wechsel von der Pixel Watch 4 auf das neue Modell und welche Generation solltest du jetzt neu kaufen? Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt unbedingt dran. Die Pixel Watch 4 kostet bei Google mit 41 mm 399 € als WLAN-Version und 499 € mit LTE. Bei der Pixel Watch 5 sind es 419 bzw. 519 €. Die neue, kleine Variante kostet also jeweils 20 € mehr. Mit 45 mm liegen beide Generationen offiziell gleich auf. 449 € mit WLAN und 549 € mit LTE. Das sind natürlich die regulären Google Store Preise. Im freien Handel kann die Watch 4 inzwischen deutlich günstiger sein. Schaut also vor dem Kauf unbedingt nach, wie die echten Straßenpreise aussehen. Beim Design ändert sich dann fast nichts. Beide Generationen gibt es mit 41 und 45 mm. Höhe und Gewicht bleiben mit 12,3 mm sowie 31 bzw. 36,7 Gramm identisch. Das runde Gehäuse besteht weiterhin aus recyceltem Aluminium. Dazu kommen gewölbtes Gorilla Glas 5, die drehbare Krone, eine separate Seitentaste sowie Schutz nach IP68 und 5 ATM. Neu sind vor allem die Farbkombinationen. Die Watch 4 gibt es je nach Größe mit Aluminiumgehäusen in poliertem Silber, Champagnergold, mattem Schwarz und Mondstein. Bei der Watch 5 gibt es mattes Schwarz, poliertes Silber und ein neues Satin-Pyrit. Das 41 mm Modell gibt es zusätzlich auch noch in Champagnergold. Dazu kombiniert Google Armbänder in Obsidian, Fog, Olive und Canyon. Beim Armbandanschluss hat Google nichts verändert. Die Armbänder der Watch 4 passen also auch an die Watch 5, solange die Größe übereinstimmt. Neu ist das mitgelieferte Sportarmband der zweiten Generation. Statt Fluorelastomer verwendet Google jetzt HNBR Kautschuk mit Soft-Touch-Beschichtung. Bei den separat erhältlichen Armbändern bleiben die 10 bekannten Ausführungen grundsätzlich erhalten. Google aktualisiert vor allem die Farbpalette, etwa mit Zitrus und Hibiskus. Bei den Metall- und Lederarmbändern verändert sich kaum etwas. Die Displays der neuen Smartwatches sind praktisch identisch. Beide Generationen verwenden ein rundes Actua 360 Grad AMOLED mit LTPO, 320 Pixeln pro Zoll und einer variablen Bildrate von 1 bis 60 Hertz. Always On ist vorhanden, die Helligkeit reicht von 1 bis maximal 3000 Nits und das Deckglas bleibt Gorilla Glas 5. Beide Urgenerationen besitzen zudem einen Lautsprecher und ein Mikrofon für Telefonate, Systemtöne, Aufnahmen und Sprachbefehle. Google nennt bei der Watch 5 weder neue Audiokomponenten noch konkrete Verbesserungen bei Lautstärke, Sprachverständlichkeit oder Windgeräuschen. Und auch bei der Sensor-Hardware übernimmt die Watch 5 nahezu alles von der letzten Generation. Beide erfassen unter anderem Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung, elektrische Signale für das EKG, Hauttemperatur, elektrodermale Aktivität, Bewegung, Höhe und Luftdruck. Damit unterstützt bereits die Watch 4 kontinuierliche Herzfrequenzmessung, Warnungen bei ungewöhnlich hohem oder niedrigem Puls, EKG, Hinweise auf unregelmäßigen Herzrhythmus, nächtliche Sauerstoffsättigung, Stress- und Schlafauswertung sowie mehr als 50 Trainingsarten. Erste unabhängige Messungen bestätigen zudem, dass die Watch 5 den Puls weiterhin sehr genau erfasst. Unter Health Guardian bündelt Google zudem mehrere Gesundheits- und Notfallfunktionen. Die Atemnotfallerkennung steht in Deutschland sowohl auf der Pixel Watch 4 als auch auf der neuen Pixel Watch 5 zur Verfügung. Dafür kombiniert die Uhr Sauerstoff-, Bewegungs- und Barometerdaten, erkennt sie einen starken, anhaltenden Abfall der Sauerstoffsättigung und reagiert der Nutzer nicht, kann sie den Rettungsdienst rufen und den Standort übermitteln. Auch die Pulsverlusterkennung, die EKG-Funktion und Warnung vor einem unregelmäßigen Herzrhythmus funktionieren in Deutschland auf beiden Generationen. Im Herbst 2026 folgen dann monatliche Blutdruck-, Schlafatmungs- und Insulinresistenztrends.
Für die erste ausführliche Zusammenfassung muss die Uhr ungefähr einen Monat getragen werden. Sie misst dabei weder den Blutdruck direkt noch den Blutzucker. Es handelt sich um langfristige Wellness-Trends aus den vorhandenen Sensordaten, nicht um medizinische Echtzeitmessungen. Google bringt diese Berichte außerdem auf sein gesamtes Portfolio von Wearables. Sie sind also nicht auf die neue Generation beschränkt. Die laut Google um 15% genauere Einteilung der Schlafphasen basiert auf einem neuen Algorithmus für Pixel Watch und Fitbit-Geräte und nicht auf einem zusätzlichen Sensor der Watch 5. Bei der Watch 5 kommt lediglich ein neuer, intelligenterer Wecker hinzu. Er sucht innerhalb der letzten 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit nach einer leichteren Schlafphase, um dich dort zu wecken. Im Fitnessbereich ist das überarbeitete GPS besonders interessant. Beide Generationen besitzen bereits Dual-Frequenz-GPS. Die Watch 5 kombiniert ihre Messwerte nach dem Training zusätzlich mit 3D-Gebäude- und Geländemodellen. Erste unabhängige Tests zeigen, dass das ziemlich gut funktioniert. Unterm Strich gibt es also bei der Watch 5 keine neue Gesundheitssensorik. Der intelligente Wecker ist die einzige Gesundheitsfunktion, die Google konkret nur der Watch 5 zuordnet. Atemnotfall und Pulsverlusterkennung laufen auch auf der Watch 4. Die neuen Trendberichte kommen außerdem auf noch mehr Geräte. Werfen wir als nächstes einen Blick unter die Haube. Beide Generationen verwenden den Snapdragon W5 Gen 2 zusammen mit einem Cortex M55 Co-Prozessor. In der Watch 5 arbeitet allerdings eine beschleunigte Variante. Google nennt 12% mehr CPU-Leistung, insgesamt 20% mehr Performance und 50% mehr Arbeitsspeicher. Rechnerisch ergeben sich damit 3 statt 2 GB RAM. Der interne Speicher verdoppelt sich zudem von 32 auf 64 GB. Das schafft mehr Platz für Apps, Offline-Musik und Karten und bietet zugleich mehr Reserve für zukünftige Systemupdates. Bei der Software gibt es dagegen keinen Generationsunterschied. Die Watch 4 startete zwar mit Wear OS 6, hat Wear OS 7 aber bereits im Juni 2026 als Update erhalten. Auch Gemini war bereits auf der Watch 4 vorhanden. Bei der Watch 5 hebt Google vor allem die lokale Verarbeitung hervor. Häufige Aktionen wie Timer, Alarm und das Starten eines Trainings können schneller und teilweise ohne Internetverbindung direkt mit einem Sprachbefehl auf der Uhr ausgeführt werden. Davon getrennt ist der Gemini-basierte Google Health Coach. Er funktioniert auch mit der Watch 4 und ist damit nicht exklusiv auf der neuen Generation verfügbar. Außerdem gehört er zu Google Health Premium. Zum Kauf einer Watch 5 gibt es in Deutschland 3 kostenlose Monate. Danach kostet das Abo regulär 8,99 € pro Monat. Die Watch 4 erhält mindestens bis Oktober 2028 Sicherheitsupdates. Für die Watch 5 garantiert Google mindestens 3 Jahre ab der Veröffentlichung und damit mindestens bis August 2029. Ach, und bevor ich es vergesse, wenn euch solche Vergleiche helfen, dann lasst doch super gerne ein Like und ein Abo da. Das unterstützt mich bei meiner Arbeit enorm. Ihr bleibt immer auf dem Laufenden und das Ganze ist komplett kostenlos. Kommen wir zum Thema Akku und Aufladen. Hier wachsen die Kapazitäten nur minimal. Bei der 41mm Version steigt die Kapazität von 325 auf 332 mAh, bei der 45mm Variante von 455 auf 465 mAh. Die offiziellen Laufzeiten bleiben dabei identisch. Mit Always-On-Display nennt Google bis zu 30 Stunden für die kleine Uhr und bis zu 40 Stunden für die große Uhr. Im Energiesparmodus sind es bis zu 48 bzw. 72 Stunden. Auch die Ladezeiten verändern sich nicht. Beide Generationen erreichen 50% in ungefähr 15 Minuten. Vollständig geladen sind die kleinen Modelle nach etwa 45 und die großen nach etwa 60 Minuten. Beide nutzen dasselbe magnetische USB-C-Schnellladedock. Ein Netzteil gehört nicht zum Lieferumfang. Auch bei der Funktechnik bleibt vieles gleich. Bluetooth 6, Wi-Fi 6, NFC und Ultrabreitband sind bei beiden Generationen vorhanden. Zusätzlich stehen jeweils WLAN- und LTE-Versionen zur Wahl. 5G-Mobilfunk gibt es nicht. Satelliten-SOS steht in Deutschland bei beiden Generationen auf den LTE-Modellen zur Verfügung. Damit lässt sich auch ohne Mobilfunk oder WLAN-Verbindung der Notruf kontaktieren. Für die LTE-Nutzung unterstützen beide Generationen in Deutschland 1&1, O2, Telekom und Vodafone. Smartwatch und Smartphone müssen beim selben Anbieter angemeldet sein. Und ihr müsst natürlich eine eSIM auf der Uhr installieren. Alles in allem kann man es also so zusammenfassen. Für Besitzer einer gut funktionierenden Pixel Watch 4 oder gar 3 lohnt sich der Wechsel in keinem Fall. Die Watch 5 ist zwar etwas schneller, besitzt mehr RAM, doppelt so viel Speicher und wertet einige Sensorinformationen intelligenter aus. Design, Display, grundlegende Sensor-Hardware, Akkulaufzeit und Laden bleiben aber nahezu unverändert.
Ein Upgrade ergibt vor allem dann Sinn, wenn der Speicher bei dir sehr häufig knapp wird, ihr häufig in schwierigeren Innenstädten trainiert oder den intelligenten Wecker unbedingt nutzen wollt. Anders sieht es jedoch aus beim Neukauf. Hier kostet das kleine Modell lediglich 20 Euro mehr und das große genauso viel wie sein Vorgänger. Dementsprechend, wenn ihr den gleichen Preis so oder so bezahlen würdet, nehmt natürlich das neue Modell und auch ein geringer Aufpreis ist natürlich zu rechtfertigen. Aber hier muss man auch sagen, die Straßenpreise für die Watch 4 sind natürlich deutlich niedriger und wenn man hier gut was sparen kann, dann lohnt sich vermutlich dann doch für die meisten eher das Vorgängermodell. Die Links zu den Apple Watch Modellen habe ich euch ganz oben in die Videobeschreibung gepackt. Dort findet ihr immer den besten Preis auf Amazon. So, jetzt seid mal ehrlich, was haltet ihr von dem Update? Würdet ihr euch die neue Watch 5 kaufen? Schreibt es mal in die Kommentare, dann diskutieren wir drüber. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns wie immer wieder im nächsten Video.